Unser Flug geht nach finnisch Lappland, genauer nach Kittlä. Kittlä liegt ca. 2000 Kilometer Luftlinie von Hannover entfernt und ca. 200 Kilometer nördlich des Polarkreises. Wir sind auf der Suche nach Polarlicht. Nach gut 3 Stunden Flug landen wir pünktlich um die Mittagszeit. Mit uns steigen noch weitere 3 Passagiere aus und demzufolge sind auch unsere Koffer schnell auf dem Gepäckband. Am Flughafen werden wir bereits von unserem Taxifahrer erwartet. Er fährt uns ca. 40 Kilometer durch die tief verschneite Winterlandschaft nach Ylläsjärvi. Wir erhalten die ersten Eindrücke der finnischen Polargegend. Rechts und links der geräumten Straße befinden sich die aufgefahrenen Schneemassen, teils bis zu 2 Meter Höhe. Es hat in den letzten Tagen kräftig geschneit und die Fichten sind schwer mit Schnee beladen. Es beginnt bereits zu dämmern und die Landschaft ist wie hinter einem Blaufilter. In Ylläsjärvi angekommen, vertreten wir uns erstmal die Beine und besichtigen das kleine Örtchen mit einem Lebensmittelgeschäft und einer Tankstelle. Außer den Autos werden hier auch die zahlreichen Schneemobile betankt. Anschließend genießen wir eine kleine Pause zum Aufwärmen im Café, kuschelig wie bei Muttern. Wir haben spät abends noch einen Termin, es geht auf eine Schneeschuhwanderung. Wir werden von Heikki abgeholt und er macht uns mit den Schneeschuhen vertraut. Auf der Wanderung erfahren wir von ihm über die Gegend und lesen die Spuren der Wildtiere. In dieser Gegend gibt es viele wilde Tiere, besonders Wölfe, Luchse, Schneehasen und Elche. Auch Bären bewohnen diesen Landstrich, doch diese befinden sich ja wohlweislich im Winterschlaf. Somit droht keine Gefahr. Like this, if it's very deep, soft snow, it can go to the surface. Yeah. And this is quite fresh, quite fresh, yes. Okay. Today. Nach gut einer Stunde erreichen wir eine sogenannte Kotta, in etwa ein Zelt aus Holz mit einer Feuerstelle. Bei heißem Blaubeersaft erzählt uns Heikki vom Leben in Lappland. Of course there are sometimes when you come to the sauna and you only have the towel and your blood is like here everywhere and they stick you and it's not so funny, but you can manage with them. It's not a big problem if you get used to it. What's the baddest time for the mosquito? The best time for the mosquitoes? It's like a July, I guess. Mm-hmm. July? Yeah, it's a warm. And when it's raining in July and it's warm and there is a raining some days, and then the rice is, I think, everywhere. Yeah.
But of course our summer place is so different that if there is some places there's a lot of mosquitoes, but that place is, I don't know why, there is not so much of them. Yeah. And there is a Baltic Sea, and there every summer there comes big salmons to the river. Yeah. The biggest one are a little bit over 20 kilos. Yeah, they're quite big. And last summer the average weight was like I guess 8-9 kilos. Ja. Natürlich geht es auch durch den hohen Schnee wieder zurück. In der Nacht wachen wir mehrmals auf, in Erwartung der sagenumwobenen Polarlichter. Der Morgen beginnt mit einem liebevoll bereiteten Frühstück und einem sagenhaften Sonnenaufgang. Wir nehmen den Skibus und fahren zum Skigebiet Ylläs, eines der größten in finnisch Lappland. Die Landschaft um Aukko ist geprägt von Seen und von bewaldeten Bergen, deren Spitzen meist über der Baumgrenze liegen, den sogenannten Fjells. Im Umfeld von Aukko liegen 7 Fjells, weshalb der Ort als Dorf der 7 Fjells genannt wird. Der ca. 25 Kilometer entfernt liegende Ort Aukko liegt in der Gemeinde Kolari und hier leben ca. 400 Einwohner. Der Ort bietet den Wintersportlern, die das Skiresort Ylläs besuchen, die Möglichkeit, sich mit Lebensmitteln einzudecken und ein wenig zu shoppen. Es gibt eine kleine Einkaufspassage mit ein paar kleinen Geschäften und Souvenirläden. Auch ein Sportgeschäft befindet sich in dem Ort. Wir machen zunächst einen Spaziergang am See und genießen wieder das unglaubliche Licht. Die Landschaft ist bereits wieder in Rosa- und Blautönen gefärbt. Es ist doch mit minus 20 Grad bitterkalt und wir suchen anschließend den Lebensmittelladen auf, um uns ein bisschen aufzuwärmen. Dan is hij gewoon, is dat in het midden, dat kan ook. Nee, liever wat ik net had. Ja, I know, maar dan moeten we even wachten. Die Hänge am 719 Meter hohen Ylläs sind zum Skifahren und Snowboarden ideal. 26 Lifte bringen die Sportler auf die 63 Pistenkilometer. Die längste Piste ist 3 Kilometer lang mit einem Höhenunterschied von knapp 500 Metern. Der Skibus bringt uns wieder nach Ylläsjärvi. Es beginnt bereits zu dämmern.
Der Ort liegt an der Südseite des Fjells und hier leben um die 200 Einwohner. Den Nachmittag verbringen wir in der Sauna mit eigenem Jacuzzi und dem Zugang zum See. Der Saunabereich ist gemütlich eingerichtet und die Kühlschränke ausreichend mit allerlei Biersorten befüllt. Unser Hotel ist das Boutique-Hotel Aurora Estate mit gerade mal 7 Zimmern und einem ausgezeichneten Restaurant. Am nächsten Morgen werden wir von Marika mit dem Kleinbus abgeholt und sie bringt uns in die Nähe des Dorfes Ylläsjärvi, ca. 12 Kilometer östlich, auf eine kleine Rentierfarm. Wir werden von Heidi, der Eigentümerin, sehr nett empfangen und in das Leben mit Rentieren eingeführt. Auf dieser Farm hält sie 22 Tiere für die Schlitten. Mit ihrem Mann zusammen betreibt sie noch eine zweite Farm mit rund 300 Rentieren. Of course, you need to turn him back behind. So all the time stay behind the other ones. Okay. So if you need to turn him to the right, you will pull the right one, of course. If you need to turn him to the left, you will pull the left one, and the other one is loose like this. Okay. So only one rope at a time. Okay, good. And these reindeers, they should know that when I start to move, they start to move. And they should know also that when I stop, they The should others. stop also. Okay. Yes. And normally they will slow down by themselves when they come closer. I hope. I hope they do that. And so normally you don't have to do actually anything. Only drive him behind if he tries to pass the other ones. And if you need more speed, you can give it. I don't show it very hard now because he starts to move. So you can give the rope to the bottom, or then both ropes like this. But I don't show it very hard now. So ropes to the bottom, then he will move. Especially with the last reindeer there, he's a little bit dreamer, so he might go plop, plop very slowly, and watching the sky and watching you behind. So if he do that, just give Rentiere wiegen zwischen 80 und 180 Kilogramm. Die Schulterhöhe ist bis zu 1,20 Meter. Das Geweih eines Rentieres wird jährlich gewechselt und wächst an einem Tag bis zu 2 Zentimetern. Männliche Rentiere benutzen ihr Geweih hauptsächlich für Rangkämpfe, während weibliche Tiere ihre Geweihe zum Schutz der Kälber und der Umgebung benutzen. Rentiere werden bis zu 20 Jahre alt.
Det var nytt. Tack så mycket. Because some reindeers, I have one Piero, who is still in the fence, he will go next tour. He's that kind of that he will stop and eat snow very slowly because he knows that the people are too kind to give more speed for them. So they learn all kind of tricks. They are a little bit silly, but it's okay. So the reindeer learning same way than the other animals, that if people want to give them rope, they won't move. They just power. So when I teach them, I try to teach them to go slowly. Because if they run very fast, you saw that they have a very huge legs. So when they're running very fast, only what you can see is the snowballs. It's different with the huskies, for example. They have a small legs, so when they run, it doesn't fly same way. But when the reindeer running in full speed, snow will fly. Do you have any problems with predators or wolves? Yes, we have. Really? We have a lot of bears around here, and lynx, wolverines. Wolverines and eagles. Eagles are quite bad for the calves. And then we have more and more wolves all the time. Not so bad situation a little bit south here, for example. Yeah. But more and more all the time. Like in Germany. There is also like that, There are more wolves coming, and all the farmers are really waiting problem, yes. Really? Yeah. There is some But it's not allowed to shut them, to hunt It's in them? Finland same. The same? Yes, it is. It's not allowed? You need to have a special license. Okay. Yeah. So it's not that you can just No. like in the eastern part of Finland. So like they have really problems. So they can come to the yard. Yeah. So they go. But I think that
in the forest there have to be all kind of animals. Then the nature will stay in the stable, you know. But if there is too many, if there is not enough predators, then the other population will grow too big. But if there is a balance, then it's good. Then the nature is healthy. But now, because the protecting by law all the predators, the balance have changed a little bit, and it's not good anymore. Especially like my brother, older brother lives near Oulu, middle of the forest there. They have a lot of wolves around there, so they send many photos from the tracks. Okay, wolves is in the garden again, and so okay, I am not coming to visit your place anymore. So I don't like wolves. With the pairs, I'm okay, but if I hear that there is a wolf, not good. But they don't attack human beings. Hopefully not. Not yet. Okay, maybe. But you never know. But so far, so long that the predators stay in the forest and not too many, it's okay. But this time of the year, like my family reindeers, most of them are in the farms, so it's easier. But of course, when we release them to the forest, then they are in the nature. When is the period when you will let them go to the forest? When the snow is... When the snow starts to melt away, normally end of April, early May. And we hope that at least first week in May we can release the reindeers in the forest. There might be still snow, but it's okay, because it's nature for the reindeer. Just that the snow starts to melt away and soon everything starts to grow, so then it's good time. And that time the females will get babies, so they will go to the forest. One year when we had a lot of snow still in May, we tried to keep the reindeers longer time in the farm, but they left because it was time to get birth. So they just left. And then they just go somewhere alone in the forest and get birth, and then they come back to the group, or? After the summer they will come back, yes. But first, when the babies are about 1.5 months old, we have to go to the forest, find the reindeers and move them in the fence that we can mark the new babies. So all reindeer belongs to someone, so we have to mark them in the summertime. And why is there this rule that all reindeer have to belong to someone? Or what is the tradition, or I don't know about it? It's just that it's not wild animal, so it belongs to someone. I don't know, is it the law, but which says that all have to own by someone, but it just go like that. Because if there is no earmark, sometimes it happens that there is no earmark for the reindeer, then the cooperative area owns that reindeer. So it belongs to someone. And also that's the law that we have to count all reindeers, so that we know that we stay in the limit. So whole Lappland, Finnish Lappland, 200,000 reindeer is the maximum what we can own. And then we have a cooperative areas on the Lappland, and this area where we are now and where I belong with my reindeers, it's Auch cooperative area. And we have also the limit how many reindeer we can have. So 5,000, was it 100 or 200,000? 100 reindeers, yes. And how many farmers are around this area with you? We have a few farmers, and few of us get livelihood of the reindeers. And some reindeer owners, they have only 100 reindeers. Of course you get extra money with them, but you need to do something else also. My family, we have a good situation. We can live with them reindeers. Of course I have study, I can do massage, I can do sport advisory work and like that, but And handicrafts. And handicraft, yes. but the reindeers take so much time that and yes, and I like to do it, so and of course this kind of work that I make as tool, this is extra also. Of course. And it's because I like to train the reindeers, I like to work with them, and I like to see people also. Because especially in autumn time when we have a roundup time,
it's very busy time and we don't see anyone else than the other reindeer herders, and maybe only me and my husband, we can see each other. 1 month, 2 months like that. So when the disturbance start and the people start to come, yes. Guys, good reindeer also, but have to learn a little bit more. That one I also tried last spring, so he know how to pull the sledge already, but he's my goddaughter's reindeer, and he was so shy that I have to do him in here that he will get used to for the humans. Other way, only me can try with him. Okay. So now he have get used to for the humans, so now I can continue the training. That maybe in this end of this season I can let someone else also try with him. And this is the youngest one what I have here. His name is Domino, and this one I will start to training. Don't have to pull the people yet. Maybe I will try with him already, but now it's most important that before I let him go to the forest, he know how to pull. Then it's easier the next season to continue the training. Here you can see the ear mark, small cuts on the ear. So these both are my reindeer. Der größte Teil der Sami lebt in Lappland, davon ca. 100.000 in Norwegen, und in Finnland leben rund 10.000 Sami. Das Leben eines Rentierzüchters ist hart. Im Winter sind die Rentiere im Winterweideland und müssen zugefüttert werden. Im Frühjahr ziehen die Tiere in die Berge, um ihre Kälber im Mai auf die Welt zu bringen. Im Juli werden die neugeborenen Kälber markiert. Dazu gehen die Sami in die Berge, treiben die Herden zusammen, markieren die Tiere. Jedes Rentier hat eine eigene Ohrmarkierung, durch die der Besitzer seine Rentiere erkennen kann. Im Herbst und im Winter werden die Tiere für den Eigenbedarf oder Verkauf geschlachtet. Am frühen Abend werden wir abgeholt zur Schneeschuhwanderung mit Abendessen. Wir fahren in die Wälder, ca. 30 Kilometer nördlich Richtung Saivo. Dort leuchten uns nur die Sterne auf unserem Weg, und dies ist noch eine ganz besondere Erfahrung. Man hört jedes Geräusch im Wald, den Bachlauf und die Tiere. Wir erreichten unsere Kotta mitten in der Natur, und nun beginnt der Zauber des Polarlichtes tatsächlich.
Etwa 150 Kilometer von der Erde entfernt stoßen die Elektronen des Sonnenwindes auf Moleküle der Atmosphäre. Dabei kommt es zu einem lebhaften Energieaustausch. Die Moleküle werden elektrisch und energetisch geladen und so zum Leuchten angeregt. Nach diesen Eindrücken genießen wir ein vorzügliches Rentiergulasch aus den typischen Kuksa genannten Gefäßen und es gibt auch ein kleines Schnäpschen zum Dessert. Der Weg zurück fällt einem nun doch erheblich leichter. An unserem letzten Morgen wartet noch eine Fahrt mit dem Motorschlitten auf uns. Vor der Fahrt werden wir doch eingekleidet, der Fahrtwind ist ja noch mal etwas kühler. Und wir werden in die Handhabung des Fahrzeugs mit einem Film eingewiesen, auch der Führerschein wird von unserem Guide sorgfältig kontrolliert. Wir fahren sehr gemütlich durch die Winterlandschaft und es würde doch noch dauern, bis wir das Fahrzeug wie die Einheimischen beherrschen. Wir nehmen Abschied vom finnischen Lappland und haben tolle Eindrücke von einer unbeschreiblich schönen Naturlandschaft im Gepäck. Die Polarlichter sind bewundernswert, doch für mich war das Licht der Sonne beeindruckender.